Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Pierre und heute in dem kleinen Tutorial geht es darum, wie du WordPress bei allink.com installierst. Ja, und damit das funktioniert, müssen wir hier in diesem Cast-Bereich in der technischen Verwaltung sein. Das ist dieses Fenster, was du hier siehst. Der nächste Schritt ist, dass du eine Domain schon registriert haben solltest oder eine Subdomain. In dem Fall führe ich das hier an einer Subdomain vor, und zwar die Testseite affiliategeneration.com. Die hatte ich, wie gesagt, schon mal vorregistriert. Wenn du an diesem Punkt dann bist, gehst du einfach nur auf Softwareinstallation. Hier bietet dir allink.com diverse Software an, die du jetzt installieren kannst auf deinen Server. In dem Fall wollen wir nur den Blog installieren, WordPress. Klicken WordPress an, gehen auf Weiter. Der zweite Schritt ist dann, dass wir die Domain aussuchen, wohin WordPress installiert werden soll. Hier musst du aufpassen, dass du nicht aus Versehen was Verkehrtes anklickst oder eine bestehende Domain verwendest, weil dann kann das Ganze überschrieben werden. Daher Vorsicht. Gut, in dem Fall suchen wir jetzt unsere Testseite affiliategeneration.com aus. Das wäre die Adresse. Den Domainpfad, den lasse ich frei. Und die spätere Adresse, die siehst du hier, das wäre sozusagen die Testseite.affiliategeneration.com. Gut, dann gehen wir auf Weiter. Der dritte Schritt ist jetzt, dass wir eine neue Datenbank anlegen. Und der Kommentar dazu unten drunter sagt er einfach nur, dass dann die Testseite heißt affiliategeneration.com, dass dann WordPress installiert ist und das Datum dazu. Aber da ich ja schon eine Subdomain mit diesem WordPress hier installiert habe, um das mal vorher nochmal zu testen, ist schon eine Datenbank für mich angelegt, und in dem Fall gehe ich nicht auf neue Datenbank anlegen, sondern wähle einfach nochmal die Testseite aus, gehe auf Weiter, und der gleiche Schritt ist das, als wenn du jetzt eine neue Datenbank anlegst. Dann landest du genau an demselben Punkt, wie ich jetzt hier bin, in diesem Fenster. Das ist dieser letzte, vierte Schritt. Da kannst du mal vergleichen, welche Versionsnummer das ist von WordPress. In dem Fall ist die 5.3.2. Dann den Datenbanknamen, die Domain und der Installationspfad im Account. Gut, ja, als nächstes, damit du dich auch bei WordPress einloggen kannst, brauchst du natürlich einen Login-Namen. Den nennen wir hier mal Test. Dann das Anmeldepasswort, das lassen wir automatisch generieren. Dann kopieren wir es einfach. Und dann geben wir noch eine E-Mail-Adresse an. Das ist die E-Mail-Adresse, wohin dann diese Daten geschickt werden. So, dass du die halt auch wieder hast, ne? Falls du das Fenster schließen solltest, wäre es ja weg und unwahrscheinlich, dass du dir die Zahlen merken kannst. Und wenn, dann Respekt. Also ich könnte es nicht. Genau. Und ja, da gebe ich mal einfach meine Adresse an. Meine E-Mail-Adresse. So. Okay. Das stimmt alles soweit. Dann machen wir noch überall die Häkchen rein. Gehen auf Installation jetzt starten. Und schon ist die Installation gestartet. Und normalerweise sollte es 10 Minuten dauern. Dauert es aber nicht. Meistens ist es schon sofort fertig, weil es relativ schnell alles geht. Die Adresse kannst du jetzt aktuell hier unter diesem Link hervorrufen. Da kopiere ich einfach mal raus, mache einen neuen Reiter auf, füge die ein. So, das wäre jetzt WordPress. Das ist jetzt dein Server, was du hier siehst, und WordPress ist hier installiert. Und um hier uns jetzt einzuloggen, geben wir einfach nur Test ein. Das sind die Daten, die wir gerade erstellt haben. Geben wir Test ein und dann das Passwort dazu. So, das kopieren wir kurz hier raus, fügen das Passwort ein und gehen auf Anmelden. Na, jetzt. Okay. So, und schon sind wir hier in WordPress drinne, auf dem eigenen Server. Hier oben sieht man nochmal die Adresse, die URL-Adresse, worüber man die Seite findet im Internet. Das ist die Testseite.affiliategeneration.com. Dieses WP-Admin, das siehst nur du, weil du hier aktuell eingeloggt bist als Admin. Deine Besucher sind dies nicht. Ja, und wenn du noch natürlich ein www davor haben möchtest, dann funktioniert dies so, indem du auf Einstellungen gehst, auf Allgemein, wählst dann zwischen dem Slash und deiner Adresse einfach ein www davor. Das gleiche hier, hinter diesem HTTP, Slash kommt ein www, Punkt,
und dann einfach nur noch auf Speichern. Dann wirst du automatisch ausgeloggt, aus Sicherheitsgründen. Demzufolge haben wir jetzt hier dieses www. davor. Das ist eine neue Subdomain, die dadurch erstellt wurde. Gehen dann nochmal bei Login rein, kopieren das Passwort, fügen das hier ein, nochmal den Account Test eingeben, melden uns an und schon sind wir drin in WordPress, nur dass wir einen www. davor haben. Aktuell ist dies natürlich noch nicht sicher, weil wir noch kein SSL-Zertifikat aktiviert haben für unsere Webadresse. Von daher steht jetzt hier nicht sicher. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber ist ja nicht so schlimm. Man kann das relativ zügig nachholen. Aber das zeige ich in einem anderen Video. Okay, das sollte schon gewesen sein. Falls jetzt irgendwelche Fragen entstanden sein sollten, könnt ihr es gerne unten in den Kommentaren niederschreiben. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.